So, herzlich willkommen zurück bei Robocop City. Schön, dass ihr wieder da seid. Murphy, could you please help me out here? Okay, das ist übrigens die Mission, wo der bei mir immer abgesoffen ist. Mal gucken, was jetzt passiert. What seems to be the problem, officer? Reed is in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. It's getting crazy in here. Could you open up another line and help me? I am here to serve the public trust. Take the spot on the podium. You're a lifesaver, Robo. Das Moment, du halt was, wo, wie? Moment. Ah, hier. Neue Reihe öffnen. This line is open. Please form an orderly queue. Officer, I have a problem. My neighbors are hostile toward me. I think it's because they're jealous of my new dog. Why would they get so worked up every time I take him for a walk? What is his name? He has a beautiful red coat, so I call him Fire. He likes to hide, so sometimes I have to yell, "Fire! Fire!" to find him. Anyway, can you do something about my neighbors? Kein Wunder, dass die ihn nicht mögen, wenn der mal ruft, Feuer, Feuer. Ja, sie stören die öffentliche Ordnung. Strafmandat ausstellen oder nein, Verwarnung aussprechen. Sie stören die öffentliche Ruhe. Your behavior disrupts public order. I must issue a ticket. That's fine. I don't mind paying the price for having the cutest dog in all of Detroit. Next, please. I got something for you, officer. I know where you can find a wanted criminal. That poster over there says there's a reward for that information. And I want it. I want details. Are you blind? I'm the guy from that poster, so... Here I am. Now, give me the money. I will have to detain you. Fine, but I still get the reward, right? Junge, der stellt sich selbst, um die Belohnung zu bekommen, dafür, dass er... Nein, Sie können auch eine Strafbelohnung machen. Nö. No. You cops don't appreciate honesty. Take him away. Next, please. Officer, I would like to report my son missing. How old is he? He's 24, but he's never been gone for so long without letting me know. How long has it been? Just over 2 days now. We do not consider an adult missing within 72 hours. Oh, please, I'm begging you. Something's not right. You really need to find him. Noch einzuleiten, kommen Sie in 24 Stunden wieder. In 24 Stunden wieder, das wäre jetzt wieder das Gesetz einhalten. Ich brauche einzuleiten, wäre eigentlich freundlich und würde damit, glaube ich, unser Ansehen wieder ein bisschen verbessern. Deswegen, ich brauche einzuleiten. What is his name and address? George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Let me check. Your son was found dead 2 hours ago. What? Oh, no. Thanks for the help, Murphy. Das war jetzt nicht so schön. Wir haben zwar, wie gesagt, wirklich unser Ansehen erhöht wieder, aber muss jetzt nicht sein. Die Polizei wird was Privateigentum.
Motor City ist die erste Stadt, in der ein privates Unternehmen die Polizei übernommen hat. Omni Consumer Products, ein Megakonzern, der sich auf die Bereiche Sicherheit, Raumfahrt, Gesundheitswesen, Rehabilitation, Militär und Datenspeicherung und Übertragung spezialisiert hat in einem Statement erklärt, dass dies nur der Anfang ist. Das Unternehmen ist daran interessiert, die Polizeibehörden auch in anderen Metropolen zu übernehmen, darunter Baltimore und Chicago. Was hat OCP zu bieten? Hervorragendes Management und Zugang zu den neuesten Technologien. Wird dies weitere Behörden davon überzeugen, ihre Strafbehörden in privater Hand zu geben? Mehr dazu auf Seite 6. Die warten im Besprechungsraum ja auf uns. Deswegen gucken wir uns hier erstmal mal um. Da liegt nämlich auch noch was. Bericht zu einem Vorfall. Art des Vorfalls: vermisster Leichnam. Ihr habt eine Leiche verloren. Gemeldet von Nancy McGuire. Beamter, der den Bericht erstellt hat: Michelle Briggs. Beschreibung der Ereignisse. Die Leiche des Ehemanns von Mrs. McGuire ist während des Transports zum Bestattungsunternehmen Healthfonds Funeral Home verschwunden. In den Unterlagen des Bestattungsunternehmers gibt es darüber hinaus keine Informationen über eine derartige Überführung. Zusätzliche Kommentare: Das ist die 3. Meldung über eine vermisste Leiche in dieser Woche. Wir müssen dem nachgehen. Haben wir da jetzt eine neue Nebenmission freigeschaltet? Ist gut möglich. Hier sind wir hochgekommen und hier stand die Alte mit dem Betrunkenen, den wir in die Zelle bringen mussten. Euch haben sie nicht übersetzt. Untertitelmäßig. Haben sie wohl nicht damit gerechnet, dass einer da reingeht. So, what's on today's agenda? The agenda is that you sit your ass. It's no secret that crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high-activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the 2 cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. You go ahead, partner. I need to write this report, and there's something else I need to do first. Alles klar. Moment, haben wir die Berichte von den Briggs nicht gefunden? Chief. Berichte zum Vorfall. Da. Ecke Briggs. Zwei Punkte noch. Moment. Bus. Und Technik. Scan.
Hä? Nein. Zwei, so. Wieso ist der nicht aktiviert? Ich kann speichern, ja. Okay. Jetzt ist es gespeichert. Ach, guck mal, jetzt ist sie auf. Ach, der Chef ist jetzt drin. Wo ging es denn hier runter da vorne? Was hier? Revier verlassen. Cruiser's ready for you, Robo. Go get him. Ja, okay. Dann auf ins nächste Gebiet. You came to clean up this city, didn't you? It'd be easier to burn it all to the ground. Believe me, just burn it all. Suche nach Sud. Da ist Ziel. Das ist ja der Touchhead, der abgehauen ist mit dem Chopper, mit dem Helikopter. Coming up, is your air freshener secretly killing you? Find out at 11. Open. Da liegt Boss. Unabhängige Nachrichten Nummer 14. In dieser Ausgabe außerirdisches Marketing. Ein weiterer Werbespot mit unterschwelligen Botschaften wird hinter dem Gerichtsgebäude gefilmt. Sie werden uns nicht noch einmal reinlegen. Tritt zur Vermüllung von Flüssen. Oder ist das nur ein Vorwand, um die Seeungeheuer zu füttern, die unter der Oberfläche lauern? Zeichen. Interstellare schmücken die Gebäude rund um den Waschsalon mit ihren Namen. Auf diese Weise werden sie sich die gesamte Stadt unter den Nagel reißen, wenn wir sie nicht aufhalten. Da ist aber einer sehr weggedreht. Wow. Ich habe gedacht, hier hätten wir irgendwie Map-Ende, aber das kannst du ja auch noch. Ah. Okay. So komme ich ab, Christian. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Ist es weg.
Luke. Ach. Ein Bogenversteck gefunden. Ein gut, dass ich immer so neugierig bin. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es weg. Ne? Moment mal. Manche Erkennung. So. Ist jetzt geändert? Immer noch. Dann soll das wohl so sein. Kann ich mir zwar nicht vorstellen. Aha, die Bewegungsschärfe war's. Moment. Einmal hier. Hier mal wieder drauf. Ja. Nee. Es ist wieder. Alles klar. Machen wir die Bewegungsschärfe mal. Ah, die lassen wir aus. So. Da liegt auch was. Aber es ist schon komisch, dass wenn das System sagt, ich finde selber, oder ich schau mal, was die beste Einstellung für dich ist, diese Einstellung übernimmt und dann ist, ja, das ist falsch. Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. Aha, okay. Ja. La. Something's coming. I can feel it. Okay. Ah, nee. Nuke. Stohlener Schmuck und nochmal Nuke. Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Verbotenes Belästigung von Zivilisten. Was? Verstoß, Belästigung. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Das kann nicht toleriert werden. Strafmandantausstellung. Diesmal werde ich das durchgehen lassen. Verwarnung aussprechen. Ja, machen wir unser Ansehen nochmal. You can go, but remember that mistreating another member of society is like singing off key. It disrupts harmony. Harmony my ass! I can't believe you're letting him go! If that's how you operate, you might as well jump in my cart with the rest of the scrap!
Was habe ich denn da gerade nicht unterstützt? Da stand nur, Sie haben Folgendes nicht unterstützt. Was denn hier? Das ist ein großes Gebiet scheinbar. Ah, hier sind wir wieder am Anfang. Hey, Robo, can you help me out here? Be a man, pig! Why make such a big deal? How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me, because the guy broke your nose? As you can see, he doesn't want to cooperate. Ich bringe ihn zum Kooperieren. Wenn man sich stehen lässt, gibt es weniger Drogen auf der Straße. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Okay. Hopp. Wie schnell bereitwillig war zu kooperieren. Die Telefonzelle ist außer Betrieb. Nice shiny armor, officer. Wanna be my knight? Naja. Nicht heute. Muss nicht sein. At least it ain't raining. Ich dachte gerade, der fliegt da jetzt kopfüber rein. Ermittlungsbereich. Ist eine Telefonzelle da? Nein. Ach, da sind wir bei denen wieder. Wo ist denn hier die Telefonzelle? Das ist eine Telefonzelle? Ja. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Ich würde Nuke gern einmal probieren. Zu beschäftigt zum Geld verdienen. Sollten Kunden nicht Vorrang haben. Zu beschäftigt zum Geld verdienen. So you would not want to earn some money, would you? I don't! I mean, I do. I do want to earn money. But wait. Your voice. You sound like... A future happy customer. Fucking Robocop! You want to bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. Robocop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket. Apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Und so schnell.
So schnell kriegst du raus, wo der arbeitet. Oh, hier sind welche. All Megastore. And she takes off her top and says, Hey, this is a private conversation, pig. Ich hab gedacht, hier neben. Jetzt aber weiter weg. Dass du dieses Fragezeichen E oder so immer angucken musst. Nein, da stand E, dann E drücken, das reicht nicht. Someone starts shooting again. Make sure the kids hide under the bed. Ich habe gesehen, dass das hinten oben ging, aber ich wollte hier eigentlich mal eben gucken. Irgendwas zum Lesen oder sonst was. Sind wir hier gar nicht durchgekommen? Das Spiel hat noch leichte Probleme. Grafik. Anzeichen für gewaltsames Eindringen, alles klar. Psychoaktive Substanzen nachgewiesen. Ja, der ist hier Drogen am Erstellen. Schultdruck, Größe 9,5 mit Spuren einer psychoaktiven Substanz. Wieso bin ich am Scannen? Ich bin die rechte Taste aber gar nicht am Drücken. Bestätigtes Telefon. Moment mal, die gehen ja da in die Richtung. Aha, guck mal hier. Maurice Wäscheplan. Aha. Freundliche Warnung. Maurice, ich schreibe dir, weil du bei mir immer besetzt... was? Weil bei dir immer besetzt ist. Aber nach dem, was du getan hast, würde ich sowieso nicht mit dir gesehen werden wollen. Sold hat nichts dagegen, dass du diesen 3 Schwachköpfen das Nuke abnimmst, solange er seinen Anteil bekommt. Er hat dir die letzte Chance gegeben, ihn auszuzahlen, aber du hast es versaut. Jetzt ist es zu spät, also änderst du besser deine Adresse. Ich kann dir versichern, dass deine Ausreden bei den Chats nicht funktionieren werden. Die sind nämlich total durchgeknallt. So, okay, dann müssen wir jetzt den Fußspuren folgen. Listen, guys, I'll never touch your stuff again, I swear! That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice! Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing costs is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice!
All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical! Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk. Or I'll jump. Okay, Psychologie 2. Was werden Sie ohne Ihren Dealer verkaufen? Hinweis. Sucht nach dir. Der Sprung könnte tödlich sein. Wir nehmen den Hinweis. Even if you escape Soot is out to get you, you will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff, but I have to have our deal in writing. Das ist ja wie im Lotto gewonnen. Ich kriege 3 kostenlos und kann auch noch Wäsche waschen, weil was ich am liebsten mache. Wie geil war das denn jetzt? Congratulated you yet. Noch eine Nebenmission. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Was? Dank dir hätte Kurtz endlich einen Grund, etwas anderes als den Fast Food Channel einzuschalten. Ich tue nur meine Pflicht, live bin ich sogar noch besser. Fernsehen übertreibt gern. Ich tue nur meine Pflicht. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Ist der Obdachlose involviert? Was denken Sie über den Mord? OCP macht sich zu viele Gedanken über die Kosten. Gehen. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Okay. Oh, was denkt ihr denn dann über den Mord? Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here.
And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body was covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Ja, das werden wir machen. Okay. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? Was wir schon tun können? Gehen. Haben alles andere jetzt einmal durch. I will look around. We must bring the murderer to justice. So, ja. Robocop-Sicht. Aktiviere Robocop-Sicht durch Drücken, um Feinde und wichtige Objekte in der Umgebung hervorzuheben. Du kannst die Objekte untersuchen oder sie im Kampf einsetzen. Stahlschornsteinrohr, irrelevant für den Fall. Dass ich ein bisschen länger brauche zum Lesen, liegt übrigens daran, dass ich knappe 3 Meter vom Bildschirm weg sitze. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Stiletto, Größe 40. Verstreuter Abfall, irrelevant. Blutgruppe AB, okay. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robert. What do you know about the dead body we found here? It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. What list? It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Stehe ich auf der Liste? Sollte man sich die Liste ansehen? Ich glaube, wenn wir stehe ich auf der Liste nehmen, könnte das ihn verärgern, so nach dem Motto, aber willst du mich verarschen? Und das wiederum unser Ansehen in der Öffentlichkeit beschmutzen. Aber ich würde es auch zu gern ausprobieren. Am I on the list? On the alien list? Of course not. You're on another list, but let's not worry about that now. The scale of this conspiracy frightens me too. But maybe we can narrow it down if you found any clues at the scene. You know, something unusual. I'm afraid I cannot rely on your assumptions, but please do stay available for further questioning. Okay. So, hier ist der. Ach, da liegt er. Sie selber haben wir noch nicht angeguckt und analysiert. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Das waren 3 Hinweise. Im Moment.
That's this green-blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Ich sehe kein drittes Fragezeichen. Hä? Ich würde ja fast sagen, in der Hand ist was, aber weil sie so komisch Bogen hält. Aha, da. Natürlich, der Stiletto. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Zeugen befragen. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Erzählen Sie mir von den Aliens. Erzählen Sie mir vom Drehort. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Ich glaube, die werden mindestens oder zumindest nicht so wie du. Erzählen Sie mir von den Aliens. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Es gibt den Mond nicht. Geil. Und übrigens, dein Newsletter haben wir gefunden. Der war 100% von dir. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Ja, das Set haben wir ja eben schon mal gesehen. Aber cool, wie viele Nebenmissionen es hier gibt. Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot. Es war nur ein Schuss. Aufstellung von Strafmandanten. Als Polizist kannst du Strafmandate für Ordnungswidrigkeiten wie Trinken in der Öffentlichkeit und Verkehrsverstöße ausstellen. Halte gedrückt, um Robocop sich zu aktivieren, Gesetzesverstöße zu erkennen. Verstoß, gefährliche Freisetzung von Öl. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. Ja, das Gesetz hochhalten. Hey, I'll learn less if you hang around here. Das will ich mal hoffen, dass du hier weniger rumhängst.
Is there something interesting in that barrel? My sandwich fell in. Now you've been dreaming of a hot meal, so here it is. Was machst du da, mein Freund? Kann ihn nicht scannen. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Ja, als Vorbestrafter und Drogensüchtiger wollen nicht zur Polizei. Ja, Junge, Junge, Junge. Das hat Gerichtsgebäude. Kommt die Musik her. Ja. Die ist nicht zu laut. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong. Aber nicht mehr Quest gefunden. Ich kann helfen, das Radio auszuschalten. Das Radio zerstört. Es ist auch nicht falsch, Knochen von Kriminellen zu brechen. Die Musik ist zu laut. The music is too loud. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak. Oh, man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. Nothing wrong, you say. I say, nothing wrong in breaking criminal bones. Maybe we should all practice what we preach. I don't know if there's something wrong with this beer or if listening to this silver nutcase made me sober up. Come on, man. Let's bail. Thanks, officer. Oh, der Verkäufer wurde nicht und wird nicht mehr belästigt. Ja gut. Oh, wir haben einen Punkt. Wir haben einen neuen Punkt. Wir haben einen neuen Punkt. Gesundheit wollten wir jetzt, ne? Migration. Hier verlassen. Speichern. So. Brauchen wir da noch einen Punkt? Noch irgendwas hier in der Nähe? Ich versuche immer mal zu scannen, aber ich finde momentan nichts. Sylt, da bin ich, ne? Das ist so ein, wenn ich am Scannen bin. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene.
The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Der Vorschlag ist strafbar. Die Schuldigen werden bezahlen. Ich will nur Gerechtigkeit. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there, but look for something on Jenkins, too. Computer, Computer. Der Hauptdarsteller passt auf die Beschreibung des Verdächtigen. Okay. Nein, mit dem reden wir noch nicht. Oder sollten wir jetzt schon mit dem reden? Sunblock 5000 Substanz stimmt mit der überein, der an der Leiche gefunden wurde. Wo ist denn hier bitte schön ein Computer? Ach, da hinten. Steht da? Vorbereitung des Nachtdrehs. Also doch. Tess, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern. Aber du solltest wissen, dass unsere Leute Angst davor haben, nachts zu arbeiten. Vielleicht sollten wir für mehr Sicherheitspersonal sorgen. Danach Autos, die am Set parken dürfen. Aha. Plus ein zusätzlicher Lieferwagen gehört nicht zum Team. Ach ja, okay. Was? Verdächtige Nachricht gefunden. Theresa, tut mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Jerry hattest. Du musst ihm verzeihen, er ist schlecht gelaunt. Du weißt ja, wie sensibel er als Künstler ist. Zum Glück bin ich schon lange genug sein Agent, um zu wissen, was ihm helfen kann. Nämlich die Gesellschaft eines netten, schönen Mädchens. Keine Sorge, ich werde alles selbst arrangieren. Stell das einfach dem Kundenkonto in Rechnung. Aha, er hat also die, naja, Dame vom anderen Gewerbe, sag ich mal, arrangiert. Mir aber keine KWs. Müssen wir jetzt doch mit ihm reden. I am looking for... Look, I'm busy. But you know what? I like your paint job. It would look nice on my new car. Can you leave me your card or something? Okay. Reifenspuren, Rad stimmen überein.
The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Ja und, sagt er. Hinweis, sie war mit Sunblocker verschmiert. Ihre Nachrichten beweisen ihre Verwicklung. The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Okay, dann auf zu ihr. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Okay. Wo ist die Zweitbesetzung jetzt? Warum wurde die Zweitbesetzung eingestellt? Wo ist sie jetzt? Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Du verstehst auch schon wieder so, oder? Warum wurde die Zweitbesetzung eingestellt? Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Naja. So, dann werden wir uns die Aufnahmen mal ansehen. Show me the footage. Check the camera footage. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Ja. Okay, also. Du hast auf jeden Fall Casey gekannt, mein Freund. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Das Verhalten von Informationen, das Vorenthalten von Informationen ist eine Straftat. Gestehen Sie jetzt sonst. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Ist klar. Auf zur Tankstelle, da waren wir ja auch schon. Eigentlich hatte ich gedacht, pro Folge eine Hauptmission. Ich glaube, da kommen wir diesmal nicht mit hin. Durch die ganzen Nebenmissionen hier.
Hast du gehört? Mauz? Mauz? Was ist denn Mauz? Ah. Ja, Mauz. Sunblock 5000. Ja. Genehmigung zum Eindringen erteilt. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Wie siehst du aus? Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Warum sollte man sich dort treffen? Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Hey, was war sein Motiv? Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Ich habe hier die Idee ausgeprügelt. Warum nicht Hilfe rufen? Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! So, Reifenspuren Abstand, aber können wir rein. Das ist der Wagen. Das Profil des Hammers passt zu den Schädelverletzungen. AB stimmt mit dem am Tatort ein. Das Bildmodell stimmt mit dem von Jerry überein. Okay. Stelle durchsuchen. Ah. In der Wand verborgenes Kameraobjektiv. Womöglich gibt es einen Geheimraum. Schön am Scannen.
Da haben wir unseren Täter gefunden. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Ja, und dann mal auf zum Jerry. Haben wir jetzt 3 oder 4 Nebenquests gemacht. Und das, obwohl wir eigentlich was ganz anderes hier ermitteln sollten. I can't let you in, Robo. We're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. So. Geschlossen. Irgendwas. So, da die Folge schon fast 1 Stunde 10 Minuten lang ist, werden wir den guten Aufenthaltsort von Suit in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich wieder für euer Interesse, hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, der Aiden Robocop ist unterwegs dort in Detroit. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Sage, ihr dürft gerne liken, teilen, kommentieren und auch abonnieren. Und ja, anrufen unter 555-852-6578. Mal gucken, wer rangeht. Bis dahin wünsche ich euch dann alles Gute und sage Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.